wenn man morgens beim Frühstück so ich auf seinem Teller entdeckt, wenn exotische Pflanzen vor der Hoteltür grüßen und wenn Pluto einem eine herzliche Umarmung schenken will, wenn Drachen Feuer speien und solche Kameraden im Fluss vorbeischwimmen, dann weißt du, wo du bist. In Florida. Florida. Da bin ich jetzt mit meinem Mann. Wir haben beschlossen, wir machen einen kleinen Roadtrip, sind durch 7 Staaten gefahren, 2 Tage im Auto gewohnt, mehr oder weniger. Google Maps meinte, die Fahrt 20 Stunden und 6 Minuten dauern, aber das gilt natürlich nur, wenn alle Ampeln grün sind, keiner über die Grenze will und kein Stau auf der Autobahn. Und das passiert nur im Märchen, ne? Die Realität sah ein bisschen anders aus. Am Ende waren es stolze 26 Stunden mit einer Übernachtung in Charlotte und täglich rund 13 Stunden Autofahrt. Und jetzt sind wir hier, Florida. Ah, herrlich. 25 Grad, kleine Brise geht hier. Das ist so anders, wie bei uns war, 10 Grad minus. Und da kann man sich hier ein bisschen aufwärmen. Wir sind hier für eine Woche. Und der erste Tag ist natürlich Erholungstag, weil wenn man 2 Tage gefahren ist, dann brauchst du einen Tag, dass es sich ein Holiday ist, ne? In Disneyland und Universal Studios, da waren wir schon 2-mal. Und das ist auch um die Weihnachts- und Neujahrszeit viel zu voll und zu teuer. Darum ging es am nächsten Tag in die Old Town von Kissimmee. Ein Ort, der aussieht, als hätten die 50er und 60er Jahre beschlossen, hier für immer Urlaub zu machen. Nostalgische Straßen mit bunten Fassaden, gemütliche Lädchen und authentische amerikanische Diners, die Cheeseburger-Träume wahr werden lassen. Ja, das sorgt für echtes Retro-Feeling. Und wenn dann noch eine der berühmten Oldtimer-Ausstellungen läuft, da fühlt man sich plötzlich wie in einem alten Film. Der perfekte Mix aus Vintage Charme und entspannter Florida-Atmosphäre. Aber es geht doch jetzt für Glück, die ein bisschen Nervenkitzel brauchen. Und ich spreche nicht vom Riesenrad aus Italien her, sondern vom Sky Coaster. Dabei wird man etwa 90 Meter in der Höhe trocken und anschließend wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Oder der Wormatron. Dieser riesige Propeller erzeugt eine Kraft, die dem Vierfachen der Erdbeschleunigung entspricht. Ähnlich dem System, das die NASA nutzt, um Astronauten zu trainieren. Ja, also ehrlich gesagt, ich brauche sie jetzt nicht mehr. Die nächsten Tage haben wir in der Natur verbracht. Die Gegend um Orlando hat viel mehr zu bieten als nur Mickey Maus und Prinzessinnen.
Florida, ne? 25 Grad am Tag, es ist noch früher morgen, jetzt ist es nicht ganz so warm, aber man braucht sich nicht das ganze Wintergedöns anzutrecken, ne? Und der See hinter mir, der sieht so aus, als möchte man da jetzt gleich reinspringen oder wenigstens der Füße halten. Aber ich würde es nicht empfehlen, weil wenn jetzt hier in Florida irgendwo eine Pfütze geht, zack, sofort ein Alligator drin. Ne? Und hier ist es genauso. Also ich passe auch immer, ich habe immer so ein Auge hier am Ufer. Ich will ja nicht abgefressen werden. Da könnte ich ja keine Videos mehr machen. In Florida sind Alligatoren quasi die inoffiziellen Mitbewohner. Die chillen in Pools, blockieren Golfplätze und bringen dich beim Angeln in eine Trübele, ob der Fang das Risiko wert ist. Diese dinosaurierähnlichen Sumpfkatzen liegen meistens nur faul rum, aber Vorsicht! Wenn die hungrig sind und Lust auf eine kleine Imbiss haben, können die plötzlich ganz schnell sein. Wenn man Florida jetzt doch nicht so ganz ohne einen Hauch von Mickey Mouse verlassen möchte, aber auch kein Hunderte von Dollar ausgeben will, lohnt sich ein Besuch in Disney Springs. Der Eintritt und das Parken sind hier kostenlos. Zwar gibt es hier nicht viel Karussells, aber dafür jede Menge Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, unterhaltsame Begegnungen mit schrägen Charakteren und abwechslungsreiches Entertainment. Irgendwann war es dann zick, wieder der Rückweg anzutreten. Diesmal ließen wir es aber entspannt angehen und übernachteten in Charleston. Bevor es wieder ging, gönnten wir uns noch einen Spaziergang am Ashley River. Fun Fact: Charleston war Drehort für die Netflix-Serie Outer Banks. Und gleich hier steht das Haus, in dem Sarah in den ersten beiden Staffeln mit ihrer Familie lebte. Ein weiterer Stopp führte uns nach Virginia. Da wird eine der schönsten Panoramastraßen der USA, der Skyline Drive. Der schlängelt sich rund 170 Kilometer durch die Blue Ridge Mountains und bietet atemberaubende Ausblicke auf bewaldete Hügel und endlose Täler. Es hat sich tatsächlich so angefühlt, als tät man im Himmel schwebe und ob der Erde runterlure. Ganz in der Nähe liegen die Luray-Höhlen, die auch eine Sensation sind. Mutter Natur hat über 4 Millionen Jahre lang in aller Ruhe daran gearbeitet, diese beeindruckenden Stalagmiten und Stalaktiten zu erschaffen. Eine Meisterleistung, die uns voller Ehrfurcht ins Staunen versetzte. Die sagen hier Mutter Naturs feinstes Interior Design. Und da kann ich nur den Titel recht geben. Entdeckt wurden die Höhlen 1878 von 5 Männern aus der Region. Ihre Aufmerksamkeit wurde auf einen
auffälligen Kalksteinfelsen und ein nahegelegenes Loch gelenkt, aus dem kühle Luft strömte. Das weckte ihre Neugier, und nach etwa 4 Stunden Graben hatten die ein Loch geschaffen, das gerade groß genug war, damit die kleinsten von ihnen hineinschlüpfen konnten. Mit einem Seil ging es vorsichtig runter, und im flackernden Kerzenlicht entdeckten sie dieses Wunderwerk. Ein Roadtrip durch 7 Staaten. Das waren unzählige Geschichten, atemberaubende Landschaften und die besten Erinnerungen. Und wenn man da wieder zu Hus anküht, da bringt man irgendwie so ein kleines Stückchen Welt mit. Und die Erlebnisse werden zu wahren Schätze im Herzen. Ich hoffe, ihr habt auch die Gelegenheit, solche Schätze zu sammeln. Ganz egal, wo auf der Welt. Ob in Europa, Amerika oder einem ganz anderen Ort. Es ist einfach wunderbar, später auf diese besonderen Momente zurückzublicken und die immer wieder neu zu erleben. In diesem Sinne, madet Jod. Bis bald. Tschö. Ja, komm her mit den Händchen. Ja, stecke neue tieferen, komm, trau dich. Ja, ich tun so, als hätte ich ja keinen Hunger an. Han ich dich. Noch einmal, komm, ja, jetzt. Ach Mann!